Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Michael. Hallo Dirk, guten Morgen. Die dritte Folge unserer Miniserie und für mich persönlich die spannendste. Erstens, weil ich fast noch nichts von dem, was wir heute zeigen, gesehen habe. Ich glaube, ihr habt das auch in der Öffentlichkeit, bei Partnern schon, aber in der Öffentlichkeit bisher kaum gezeigt, ne? Ein Teil auf dem Summit Ja. im letzten Sommer, aber im Großen und Ganzen hat sich es weiterentwickelt. Die Ja. Themen sind sehr, sehr schnell und dynamisch Ja, und wir stellen immer wieder fest, dass neue Ideen kommen. ja. Wir wollen euch heute zeigen, wie man in Develop Dokumente findet, wie man Dokumente analysiert. Und da kommen wir schon in den Bereich der künstlichen Intelligenz. Und wir zeigen euch den neuen Co-Piloten. Beziehungsweise ich kann das nicht, Michael muss das machen. Und wir sind zum Teil wirklich in der Lösung unterwegs, die ihr ja sozusagen, die Kunden auch haben, die heute im Einsatz ist. Und wir sind zum Teil in einer Lösung unterwegs, die ihr noch nicht teilt. Die ist sozusagen in der Entwicklungsphase. Ja. Da musst du dann auch ein bisschen was, vielleicht mal so einen Ausblick geben. Wir sind natürlich gespannt. Hier neben uns stehen bzw. sitzen. Ich kriege jetzt gerade ein Handy mit dem schwarzen Bildschirm. Das hat nicht so gut funktioniert mit dem Video. Wir werden hier unterstützt, das kennt ihr ja schon von Inga, die macht natürlich heute kein Intro, weil ist alles live. Tom ist auch da und achtet auf die Kamera. Und womit wollen wir denn starten? Was gucken wir uns gleich als erstes an? Die Idee ist erstmal ein bisschen grob darzustellen, Abgrenzung zu KI. Jeder schreit und ruft KI, jeder hat KI in seinen Lösungen, aber keine Anwendung dafür. Ja. Da möchte ich mal zeigen, dass wir die wirklich haben. Ja. Das ist einmal der Ansatz Pilot, Ja. der im Hintergrund automatisiert Dokumente analysiert und auswerten kann. Das zeige ich live. Und vor allen Dingen dann auch in das Thema hineinzugehen, automatisierte Workflows anstimmen zu können. Oh ja. Aus Inhalten heraus, einfach als Idee, man kann Dokumente klassifizieren im Hintergrund, die kommen hinein und können dann über Regeln, die man wiederum in unserem Workflow-Modul im Prozessstudio abbildet, durchs Unternehmen laufen lassen. Ja. Das heißt, dass da auch keiner mehr drauf gucken muss. Und das würde ich mal einfach zeigen, wie das aussehen kann und dort darstellen. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal deinen Bildschirm zuzuschalten. Ja. Genau, noch ein Cheers. Also alles, was heute nicht klappt, da haben wir den Vorteil, das können wir auf die gestrige Weihnachtsfeier schieben. Ein Teil unserer Mannschaft war auch dann erst um 2 Uhr zu Hause. Davon bist du Gott sei Dank nicht betroffen. Ja, mir wird das heute Abend zuteil. Wunderbar. Da wünsche ich viel Spaß. Ist mein Bildschirm geshared? Ja. Wunderbar. Wir sehen deinen Bildschirm. Prima. Und du gehst jetzt erstmal, so wie wir das alle kennen, über die Suche. Ne? Klassisch in die Suche rein erstmal, wie man einsteigen kann. Die normale Suche ist natürlich die jeder kennt. Ich kann in den jeweiligen Dokumentarten recherchieren, die ich dann habe und kann dann nach meinen Verträgen suchen. Das kennt jeder. Ich kann über Eigenschaften suchen. Ja, also das kennt jeder, der mit Develop arbeitet. Ja, jeder, der mit irgendeinem DMS-System arbeitet, kennt Eigenschaften, kennt Dokumentarten, kennt Dokumentklassen. Vielleicht ein etwas anderer Ansatz ist natürlich schon der, dass ich einsteigen kann, dass ich so sage, ich möchte mal entsprechend einen Vertrag haben und sage mal, ich möchte etwas von Europcar haben und kriege natürlich dann an der Stelle zwei Dinge, nämlich einmal, wenn es in den Eigenschaften steht, klar, sowieso, aber auf der anderen Seite eben auch in der Lage zu sein, Mensch, ich habe das Dokument dort entsprechend recherchiert aufgrund des Inhaltes, des Volltextes mit Anzeige des Inhaltes. Ja. Das sind ja auch noch so die klassischen Dinge, die jeder kennt. Das ist kein KI. So, genau, das eine war jetzt Keywords, jetzt sind wir im Bereich der Volltextsuche. Genau. KI wäre ja, wenn ich nach Mietwagen suche, ne? Das ist auch Volltext. Steht ja vermutlich im Dokument drin. Achso, ich hätte jetzt gedacht, wenn er sozusagen Europcar mit... Okay. Das kriegst du auch raus, aber das ist viel, viel einfacher noch, wenn ich da mal einsteige. Da kann man meinetwegen auch so einsteigen in einer entsprechenden Volltextrecherche im System. Auch das bilden wir ab, wo wir sagen können, wenn ich da einsteige, dann möchte ich meinetwegen hier entsprechend nach Europcar suchen und habe dann entsprechend Treffer. Und dann sagt mir das System, was machen die? Das ist KI. Okay. Das ist wirklich KI, das sind die klassischen Ansätze. Ich recherchiere in einem Volltextfeld ein oder mehrere Worte und kriege dann auch, man sieht es hier schon, direkt wieder geliefert, mein Mietvertrag. Ja. Da steigen wir gleich drauf ein. Ich kriege aber andere Dokumente, die ich eben in verschiedenen Systemen abgelegt habe, die Datenquellen, die kann ich dort anbinden an der Stelle. Vielleicht ist das auch nochmal ganz wichtig, dass ich nicht nur suche, KI-basiert in meinem DMS-System, das kann ich tun. Berechtigungsgesteuert nur in meinem System, Lauf mal nicht so aus dem nur Bild über raus. meine Dokumentarten. Dann sonst sehen die uns alle nicht. Ich habe das Bild nicht im Blick, genau, danke. Sondern auch in verschiedenen Gruppenpostfächern, Gruppenkörben über meine Rechte. Ja.
Und dann kriegst du schon gesagt, wie du schon gerade sagtest, Mietvertrag, was macht denn eine Europcar? Autovermietung und gibt aber, und das ist erstmal schon der erste Ansatz, KI-basiert, dir die Quelle an. Ja. Das machen viele nicht. Ja. Die sagen dir einfach, das ist so, das musst du mal gucken, da musst du mir glauben. Ja. Hier hast du die Chance, das auch nachzuprüfen. Das ist der erste Weg. Und da unten sehe ich ja jetzt aber auch schon gleich wieder die Dokumente, die wir gerade eben schon gefunden haben. Das sind dazu. genau die gleichen Dokumente. Ja. Das sind genau die. Ja? Und das ist schon ein super Ansatz dabei, wo man eben dann feststellt, wenn ich so einsteigen kann, da gehen wir wieder rein, wenn wir so einsteigen können, finde ich meine Dokumente dazu, KI-basiert, über einen Volltext und habe den Zugriff drauf. Ein hochinteressanter Ansatz ist aber dann folgender, dass ich dann an der Stelle sagen kann, wenn ich dann mir ein Dokument rausgesucht habe, dass ich dann im Hintergrund immer unseren Develop Pilot mitlaufen lassen kann. Ja. Das heißt, an der Stelle hier rechts ist der Develop Pilot, KI-gestützte Suche im Dokument. Und wenn ich da einsteige, dann gibt mir das Dokument auch hier, gerade habe ich global gesucht über das gesamte System. Ja. Jetzt bin ich in dem einen Dokument und er sagt mir erstmal, was ist das hier für ein Vertrag? Und wenn du mal schaust, den haben wir gemacht. Wir haben einen Mietwagen gemietet, jetzt aktuell in Spanien. Ja. Und da kriegst du lustig einen spanischen oder einen englischen Text zurück. Und da rechts steht eine deutschsprachige Eine Zusammenfassung. deutsche Zusammenfassung. Da kenne ich einige Kollegen bei uns im Haus, die da sehr angetan von wären. Das ist das Erste. Ja. Ja? Und jetzt kannst du eben dann hingehen und stellst fest, ja, du hast einen Mietvertrag. Und was ich jetzt tun kann, ich kann jetzt hier Fragen zu stellen. Ja. Zum Beispiel, welche Risiken bestehen für mich? Ja. Und das kann ich jetzt tun. Und jetzt antwortet mir das System natürlich auch wieder auf Deutsch, auf diesen Vertrag bezogen, mit den jeweiligen Risiken. Und das sind, glaube ich, Ansätze, wo man erstmal erkennen kann, ich kann also hier an der Stelle direkt meine Informationen rausholen. Ja. Ich muss nicht diesen ganzen Sermon in der Tiefe lesen, sondern kriege hier entsprechend Informationen dazu. Verstöße gegen die Mietbedingungen. Wenn das Fahrzeug außerhalb des genehmigten geografischen Gebietes, du darfst damit nicht irgendwie jetzt in die Ukraine fahren. Ja. Und, das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe mehrere Vertragsversionen, das ist ja so ein ganz klassischer Fall. Und ich habe jetzt einen Kunden, eine Hotelkette und ich sage, ich hole mir den Vertrag raus und frage zum Beispiel, gegen welche AGBs wird hier referenziert oder ich frage, gilt hier schon, ist die neue EU-Produkthaftungsrichtlinie ausgeschlossen? Ja. Das versteht der dann? Das versteht er. Ja. Wunderbar. Und du kannst auch weiter fragen. Du kannst dann hingehen und meinetwegen sagen, wir haben das jetzt festgestellt, wir haben das Auto gemietet für unsere Kinder. Ja. Und dann stellst du plötzlich fest, unter 25 wird schwierig. Ja. Und das ist eine KI dann auch made und hosted in Germany von euch, ne? Ja. Das ist ja für viele Unternehmen im deutschsprachigen Raum wichtig, also aus Datenschutzgründen. Ja, unbedingt. Ihr könnt ja wollt ihr eure Dokumente nicht auf amerikanische Server schieben, um die dann analysieren zu lassen. Schon gar nicht, im Dokumentmanagement sind ja auch personenbezogene Daten drin. Da sind wir dann auf der sicheren Seite. Der Kunde hat eine Auftragsdatenverarbeitung mit euch, der hat einen Vertrag mit euch und hat sein ERP-System, aus dem die Daten da reingekommen sind und kann die jetzt hier damit mit KI analysieren. Exakt. Ja. Und wenn du da schaust jetzt, wie alt darf der Fahrer sein, kannst du natürlich alles irgendwann durchlesen. Ja. Mindestens 21, ab 25 ist es dann hinterher wieder im Standard. Ja. Ab 65 habe ich festgestellt, kostet auch wieder extra. Ja. Aber so kann man halt Inhalte aus solchen Dokumenten ganz fix rausholen, ohne die lange lesen zu müssen. Das ist schon ein cooler Ansatz. Ja. Gut. Und jetzt müssen wir noch fragen, wie alt Inga ist, ob die fahren darf, ne, Inga? wie betrunken sie war. Wie Wie viel Restalkohol darf man? Nein. Das war die Frage, die gefällt mir. Ja, aber so kriegst du Inhalte aus den Dokumenten heraus. Ja. Oder so Sachen wie, welche Risiken bestehen. Ja. Dann kann er dir das komplett auftickeln oder klassisch, wie man das so kennt bei solchen Systemen, da sagst du eben in 10 Punkten. Ja. Und dann machst du noch 5 Punkte, dann holt er die Hauptrisiken da raus. Ja. Ja? Und das sind... Und das ist jetzt schon live oder? Kann jeder Kunde nutzen. Das ist jetzt schon Ja. live. Also jeder Kunde, der die KI mit lizenziert hat, den Co-Piloten, ne? Ja, wobei wir ja immer mehr hingehen in dem Subscription-Turn, wo wir sagen, du hast entsprechende Bundles und dann kannst du das komplett mitnutzen. Okay. Wir wollen ja immer mehr rausgehen aus den ganzen Themenstellungen, die vielleicht schon länger Develop D3 einsetzen. Da war es immer so, dass man sehr spezielle Lizenzen hatte, um einen Nutzen zu haben für bestimmte Prozesse.
Du, da rennst du bei unseren Vertriebskollegen und bei unseren Beratern offene Türen ein, Ja. weil die wissen, der Kunde hat Develop. Und dann müssen sie aber doch erstmal recherchieren, was kann der denn überhaupt? Genau. Was geht denn da jetzt im Ja. Moment im System? Aber das hattet ihr auf dem Summit auch schon angekündigt, dass sich das jetzt gerade deutlich verändert hat. Genau. Gibt es einen neuen Kollegen, wer das verfolgt hat bei Develop, der hat da sehr viel ganz spannend neu sortiert. Ja, das sind also wirklich gute Ansätze, damit die Digitalisierung in Unternehmen nicht Ja. immer die Schere im Kopf hat, oh, dann brauche ich wieder eine neue Lizenz. Ja. Oder für den Prozess muss ich das oder das Ja. machen. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz dabei. Und das geht natürlich auf solchen entsprechenden englischsprachigen Dokumenten, aber am Ende des Tages natürlich auch auf anderen Dokumenten, die ich dann habe, Ja. die ich direkt da einstellen kann. Kann ich auch eine ganze Kundenakte befragen? Momentan geht es nur mit dem Copilot Ja. an der Stelle auf Dokumentbasis. Okay. Das ist vermutlich der nächste Ansatz, wo wir einfach sagen, ich möchte mal den Inhalt aus dem Ja. Kontext haben. Zum Beispiel zu Weil sagen, häufig habe ich ja ein Vertragswerk und habe Genau. mit einem Geschäftspartner viele Verträge. exakt. Und ich will einfach wissen, Mensch, habe ich mit dem eine aktuelle Auftragsdatenverarbeitung? Ja. Oder sind in allen Verträgen die Geschäftsbedingungen mit integriert? Genau. Solche Themen. Ja. Ne? Ja. Das sind also so Themenstellungen, wo man noch mehr reinsteigen kann, wo man sagen kann, ich Ja. bin jetzt hier in der Akte entsprechend, Ja. es sind jetzt Softwarepartner, in der Ja. Akte sind jetzt N Dokumente drin und jetzt möchte ich die Ja. alle mal haben Ja. und inhaltsbasiert haben. Momentan geht es nur auf Dokumentebene, wenn ich so arbeite. Ja. Und das ist das, was man vielleicht nochmal braucht, dass man hingeht. Das ist natürlich auch ganz schön, weil ich kriege ja teilweise auch Dokumente rein, zum Beispiel mit Reklamationen. Ja. So, dann schreibt mir ein Kunde einen Brief, beschreibt das ganz ausführlich, ist aber eigentlich gar nicht das, was Das der Sachbearbeiter wissen will. Der Ja. Sachbearbeiter will wissen, habe ich hier eine berechtigte Reklamation, hat vielleicht ein Regelwerk noch dahinter Ja. und bekommt dann direkt die Antwort aus dem Dokument und kann dann auf den Knopf drücken, dass der Kunde ein neues Produkt kriegt, einen Ersatz oder Austausch oder was auch immer. Wenn du da einsteigst, kannst du das genauso machen und sagen, Inhalt zur Reklamation. Ja. In 5 Ja. Punkten. Ja. Und dann kannst du eben prüfen, ob das alles passt und ob das zu deinem Thema gehört. Das ist super hilfreich. Das sind die Ansätze davon und das ist Ja. super fix, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Je nachdem, welches Dokument du dir halt aufrufst, kriegst Ja. du dann entsprechend meinetwegen auch so bei Dienstleistungsverträgen, kann dir dann auch sehr, sehr Mhm. schnell definieren, was möchtest du denn zu diesem Vertrag haben, Ja. was kannst du da tun und dann auch Ja. das wieder inhaltsbasiert auswerten. Ich kenne so viele Unternehmen, die das gerne machen würden, aber die dann auch sagen, na, ich kann ja nicht ein Dokument, was ich hier habe, zu ChatGPT oder zu Meta oder irgendjemand anders hochladen. Deswegen kann ich das alles nicht nutzen. Ja. Und plötzlich kann ich mit meinem ganzen Dokumentenstock, mit allem, was ich mit den Kunden habe, kann ich in den Daten recherchieren. Ja. Das heißt ja auch, also angenommen, ich habe einen Report, wenn ich jetzt meine G&V oder irgendeinen Finanzbericht ausgegeben habe und da drin habe, den kann ich ja genauso mit analysieren. Ne? Klar, klar. Guck mal, jetzt habe ich das folgende auf diesem Dienstleistungsvertrag nochmal gemacht und auch da nochmal entsprechend, welche Ungereimtheiten bestehen da drin. Und dann geht es zum Beispiel in den Vertragsstrafen. Ja. Von 0,5% des Listenwertes ist unklar, ob die Vertragsstrafe über den gesamten Lieferwert oder nur auf den Betrag der verspäteten Lieferung angewendet wird. Ja. Also es ist inhaltlich ausbasiert hier an der Stelle. Ja. Und wie findet ihr so entsprechend wirklich Dinge raus, die du sonst nur mit Lesen und Ja. tiefem Wissen findest? Ja, also wir machen ja relativ viel mit KI. Das ist wirklich auf der Höhe der Zeit. Das ist sprachlich gut gemacht und fachlich auch sauber. Also gefällt mir sehr gut. Sehr Ich schön. hoffe, dass ihr das gut lesen könnt, dass das nicht zu klein ist. Das ist sicherlich heute ein Video, Okay. das man nicht auf dem Handy gucken sollte, sondern eher auf dem Desktop. Aber wir zeichnen das auf, das heißt, ihr könnt gegebenenfalls später auch nochmal einsteigen. Genau, nochmal reinzoomen. Natürlich kann man sich den Chatverlauf auch mit abspeichern, dass man den wieder nutzen kann. Man kann ihn kopieren und Ja, weitersenden. das heißt, ich könnte Ja. das jetzt auch speichern und zum Beispiel als Kommentar Ja. wieder im Dokument Der abspeichern. schreibt das in die entsprechenden Notizen einfach hinein dann, das Ja. Ergebnis. Ja. Okay, Ne? Und so kannst du entsprechend dann hinterher, jetzt haben wir das gemacht, ja. hier hineinsteigen und sagen, Mensch, welche Notizen habe ich denn dann da? Und da habe ich dann meinen kompletten Ja. Chatverlauf einfach drin. Das sind ja alles Dinge, die macht ihr heute schon. Die Kunden, die sozusagen den entsprechenden Lizenzumfang haben, die können das nutzen. Nun hast du gesagt, ihr habt auch nochmal was vor. Das eine war übergreifende Recherche. Was erwartet denn der Benutzer von Develop noch in dem Bereich? Folgendes. War das Bild kurz aus? Entschuldigt bitte. Was? Bild war aus? Ja, ja. Okay.
Klassifiziere das Dokument in einem Wort. Das braucht man da im echten Leben nicht reinschreiben. Das ist der nächste Step. Was hat er jetzt gemacht? Ich habe ihm jetzt also verbal mitgegeben, was soll er tun? Ja. Er soll das Dokument klassifizieren. Wie kann das funktionieren? Das kann so funktionieren, dass man hingehen kann und sagt, wenn man Dokumente ins D3-System hineinfährt, soll erstmal eines passieren, eine Klassifizierung mit einem Wort. Was kommt da raus? Hier, Vertrag. Ja. Würden wir das andere Dokument von gerade nehmen, wird er schon sagen, das ist ein Mietvertrag, weil er es aus dem Inhalt heraus bekommt. Er könnte auch sagen, Dienstleistungsvertrag. Ja. Und das ist der nächste Step. Was tut man dann? Da gehen wir dann in den Bereich hinein, wo wir sagen, jetzt möchten wir auch KI-basiert Workflows ablaufen lassen. Das heißt, du musst im Hintergrund Regeln nur definieren, was soll denn passieren, wenn der Typ Vertrag erkannt wurde? Ja. Was soll passieren, wenn es eine Reklamation sein soll? Und wenn das so sein soll... Das heißt, ihr gebt das Dokument rein, lasst es sozusagen analysiert es, also angenommen zum Beispiel, hier kommt eine Reklamation rein, dann guckt er, also beziehungsweise stellt fest, das ist eine Reklamation. Und dann wird er automatisch, ohne dass wir ihn irgendwie getaggt haben, zugeordnet haben, das Dokument, was hier reingekommen worden ist und erkannt worden ist, in Reklamationsworkflow reingeschoben. Exakt. Und genau das sind die Ansätze, die man mal zeigen kann. Wir haben schon eingangs mal, ich glaube in dem letzten Slot darüber gesprochen, dass wir das Prozessstudio haben, um Workflows zu definieren, mit einem sehr einfachen Ansatz. Low-Code, nicht Non-Code, das halte ich für, aber Low-Code ist absolut gegeben. Und wenn man sich das anschaut, kann man Folgendes machen. Ich steige jetzt hier ein, ich habe hier mein Prozessstudio, das ist nicht die Anwendersicht, das ist die Sicht, sowas zu erstellen. Aber auch das ist ja für viele Personen interessant. Und dann können wir das mal so machen. Wir benennen diesen Prozess einfach mal SNS-Softwarepartner KI1 für künstliche Intelligenz und würden jetzt definieren an der Stelle, und dann sieht man sofort, worauf ich hinaus will. Jetzt benenne ich das erstmal, dieses Feld, und schlage an der Stelle, wenn ich das tue, dann kann ich einsteigen und könnte dort entsprechend jetzt hingehen und sagen, da haben. Und ich möchte hier an der Klassifizierung eine Aktion ansetzen. Ja. Und da erkennt man sofort, was da passiert. Da haben wir den Develop Pilot wieder. Okay. Und da ist der Develop Pilot wieder vorhanden. Und an der Stelle kann ich dann eben sagen, was möchte ich denn machen. Wenn du etwas erkennst, hast du eben Eingangsparameter, Vertrag, Dienstleistungsvertrag, Reklamation. Und dann schickst du das weiter in einen Workflow hinein. Okay. Das heißt, du musst nicht mehr diese elendige Kleinstarbeit machen, dass du das auf Eigenschaftsebene erstmal runterbrechen musst. Irgendjemand muss draufschauen und sagen, gehört da und dazu. Na, ist vor allen Dingen, ich meine, da vergisst jemand, Vertrag anzuklicken bei dem Dokument. Ja. Und dann wird der Workflow nicht angestoßen. Ja? Eine KI weiß, ob das ein Vertrag ist oder nicht. Ja, das erkennt sie halt. Ne? So, das heißt, jetzt stoßen wir aus Eigenschaften, in diesem Fall eine Klassifizierung. Was gibt es dann noch für Aktionen, die ihr mit der KI macht, aus denen ihr Workflows ableitet? An der Stelle haben wir verschiedene Möglichkeiten, dass wir einfach sagen, pass mal auf, jetzt machst du entweder mal einen Datei-Upload und schickst das in ein Fremdsystem hinein. Ja. Und da kommt ja immer mehr auch die Diskussion hinein, dass wir sagen, wir bewegen uns ja gar nicht mehr in unserem eigenen Kosmos alleine, D3. Ja. Und wenn man es dann völlig eskalieren lassen möchte, du erinnerst dich vielleicht, wir haben beim letzten Mal auch kurz das Thema Power Automation mit angebunden im Microsoft-Umfeld, dann kann man es da natürlich auch wieder entsprechend reinladen, bereitstellen irgendwo, ohne dass wir als Developer überhaupt da eingreifen müssen. Ja. Das heißt, die Idee ist... Ich muss mal ganz kurz anrufen. Habt ihr schon Fragen bekommen dort? Im Moment noch gar nicht. Also wir können euch nur bitten, schickt eure Fragen. Michael Fahrberg ist heute zum 3. und zum letzten Mal bei uns. Ja, vielleicht machen wir ja später nochmal eine Miniserie, aber diese Miniserie geht heute zu Ende. Aber solange da keine Fragen kommen, habe ich auf jeden Fall nochmal bei. Okay. Entschuldige, ich habe dich eben unterbrochen. Wir waren dabei bei dieser URL. Mach da gleich mal weiter. Vielleicht kannst du mir auch gleich meine Frage dazu beantworten. Kann ich dann zum Beispiel auch sagen, okay, wenn das ein Vertrag ist und da fehlt die Unterschrift, kann ich einen Signaturprozess einleiten? Selbstverständlich. Der ist ja komplett eingebunden. Ja, die digitale Signatur ist ja von Anfang an im gesamten System direkt vorhanden und ich kann direkt einsteigen, wenn ich hier direkt einsteige, kann ich von da aus direkt hingehen und habe meine Signaturkomponente am System und kann sagen, wenn ein Vertrag da ist keiner dran, dann sage ich direkt hier das Dokument. Wir müssen das jetzt nicht live zeigen, das ist ja nicht vorbereitet. Ja, das ist aber
direkt in die Signatur bringen. Also ein Dokument zu signieren ist also sehr, sehr einfach und ich kann die direkt hier durchlaufen lassen. Das heißt, ich kann hier auch ja Regeln hinterlegen. Ich kann ja sagen, zum Beispiel, ein Kauf oder eine Bestellung ab einem bestimmten Betrag muss von den und den Personen. Ja. Das heißt, die KI guckt da rein, guckt, über welchen Betrag ist das, steuert entsprechend die Signaturen aus, sorgt dafür, dass der Kunde unterschreibt, dass man intern unterschreibt, dass die Regeln eingehalten werden. Und da muss ich gar nicht mehr manuell zuordnen, gar nicht mehr manuell. Das ist der Wechsel, wenn du aus einem ERP-System heraus zum Beispiel eine Auftragsbestätigung schreibst, dann kenne ich ja schon mal die Eigenschaftsfelder. Ja. Hoffnungsvollerweise weiß ich sogar, wer mein Ansprechpartner ist auf der anderen Seite. Das heißt, ich kann den schon mal eintragen in die Liste der Unterschriften und kann so einen kompletten Signaturumlauf machen und sagen, okay, ich mache das an meiner Stelle, ich schicke die los, die Auftragsbestätigung, der Geschäftspartner unterschreibt digital und ich kriege eine Rückmeldung, wenn das Ding angekommen ist, bei mir wieder heftig, ist in die Akte und ich kriege eine Mail, Dokument ist unterschrieben zurück. Ja. Was passiert denn eigentlich, das habe ich mich immer schon mal gefragt, ich habe ja ab und zu mal so Umbenennung von Firmen. Kann die KI auch erkennen, wenn sozusagen zwei Firmen die gleiche sind, umbenannt worden sind? Kriegt sie nicht hin, ne? Die kriegt das schon hin, aber was willst du dann tun? Das Problem ist oft dabei, wir können mit einem DMS-System nicht die Unzulänglichkeiten aus einem ERP-System ausbügeln. Was wir machen können, ist, wir können Mehrfachfelder hinterlegen und dann findest du das Dokument mit dem neuen und mit dem alten Namen wieder. Das mit den Unzulänglichkeiten im ERP-System habe ich nicht gehört. Doch, das ist auch so diese Frage. Das ist genau nicht auf der Weg dabei. Aber was wir machen können, ist, das haben wir ganz oft bei Wechsel von Systemen oder so, dann hast du neue Nummernkreise. Dann können wir Nummer alt und Nummer neu da dran hin und du findest trotzdem den Vertrag unter der alten und der neuen Nummer. Ich glaube, deinen Bildschirm können wir mal verlassen. Vielleicht erzählst du trotzdem noch mal so ein bisschen, wo geht die Reise jetzt hin? Wir haben also gesehen, ihr analysiert einzelne Dokumente. Wir haben gesehen, dass es weitergeht in die Richtung, dass man mehrere Dokumente analysiert. Wir haben gesehen, dass KI verschlagwortet und KI auch sagt, aufgrund bestimmter Eigenschaften entscheide ich jetzt gleich, dass ein Workflow angestoßen wird und gegebenenfalls hole ich auch noch andere Eigenschaften aus dem Dokument, die den Workflow steuern. Also zum Beispiel Betragsgrenzen oder ähnliches. Also erst als nächstes müsst ihr euch wahrscheinlich von Develop auf Keyvelop umbenennen. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Wird nicht passieren. Aber was passiert dann? Was wir machen ist, wir wollen immer mehr Standardverfahren da reinbringen, dass man das nicht selber entwickeln muss. Dass wir Beispiele bereitstellen, wie wir das auch schon in dem Process Studio haben, wo wir dann hinterher sagen, die kann ein Kunde, ein Partner selber runterladen, nutzen und wieder noch erweitern. Mach mal ein Beispiel, das ist so ein bisschen die sehen dein Bildschirm okay. nicht mehr. Dass wir hingehen und sagen, Klassifizierung haben wir drin, da kannst du jetzt meinetwegen so feste Werte wie deine Dokumentarten eintragen, die ja dann gegen das System laufen schon. Und dann als Logik dahinter liegt meinetwegen ein kleiner Webhook, der schon downloadbar ist dann an der Stelle, der dann eine Steuerung der Dokumente dir bereitstellt, sodass nicht jedes Element neu einzeln gemacht werden muss. Wir wollen immer mehr hinein in den absoluten Standard und den kann man hinterher dann wieder individualisieren. Nur du musst ja erstmal anfangen. Das ist oft die Schwelle und die Herausforderung bei solchen Themenstellungen. Du musst erstmal einen kleinen Nutzen haben, um dann besser zu werden. Und das ist das, was wir jetzt angehen. Mein Eindruck ist im Moment, was wir im Moment beim Dokumentmanagement erleben, ist, in der Vergangenheit waren wir immer so getrieben, dass es hieß, ich brauche noch diese Funktion, ich brauche noch diese Funktion, ich brauche noch diese Funktion. Das löst sich gerade komplett auf. Ne? Im Moment überholt eigentlich die Funktionalität, auch mit, ich sag mal, durch die künstliche Intelligenz, überholt eigentlich den Umfang oder vervielfacht den Umfang der bereitgestellten Funktion. Und plötzlich wird möglich, was denkbar ist. Das ist so. Früher musstest du jede Codezeile programmieren. Dann gab es Managed Code, dann war es schon mal einfacher. Jetzt gibt es KI, die schon mal kontrolliert steuern kann, was da passieren soll. Man hat ja immer wieder einen Eingriff darauf, das ist ja nicht einfach irgendwie was da passiert. Und darum kannst du dir jetzt Zeit nehmen für Dinge, die man vorher gar nicht schaffen konnte. Fehlt eigentlich nur noch, dass ich mit meinem Dokumentmanagement sprechen kann. Kannst du schon. Ach, kann ich schon? Man kann reinsprechen. Man kann auch sich die Dinge vorlesen lassen natürlich. Wobei ich bin da zwiegespalten, ob das wirklich der große Ansatz ist. Ne? Du merkst das vielleicht auch selber bei so Kleinigkeiten, wenn du zu Hause eine Alexa hast und versuchst, deine Geräte zu steuern, dann musst du genau den Wortlaut einhalten, obwohl das KI angeblich sein soll. Und da wird es auch dann schon schwierig und ich glaube, da ist der Mehrwert momentan nicht so richtig gegeben. Für einen Show-Effekt auf einer Bühne kannst du das machen. Lies mir mein Dokument vor. Wenn ich eine Hotline habe und wenn mir mein Gesprächspartner sagt, meine Vertragsnummer ist die und die oder meine Rufnummer ist die und die oder ich bin Frau Britta Hempel aus Hüttstadt oder sowas,
das kann ich ja schon dann Voice möglicherweise, also in Zukunft auch einspielen. Ne? Ja, wobei das könnte man tun. Spannend ist aber dabei, das machen wir heute schon seit Jahren bei uns im System über Supportfälle. Wenn jemand anruft, dann hast du zumindest über die Nummer den Namen. Du weißt ja, welche Telefon... Das ist Tapi. Ja, das ist... Aber dann werden dir schon mal die Fälle aufgezeigt aus dem System, die jetzt aktuell sind. Ja. Und dann kannst du aus den dreien schon mal auswählen. Ja. Natürlich, wenn man dahinter noch über den Namen noch feiner granulieren kann, wäre es ein Ansatz. Genau, dass man sozusagen das Gespräch analysiert und aus dem Gespräch Dokumente einspielt oder einfach nur Informationen extrahiert. Ich brauche ja das Dokument gar nicht. Nee, ne? das ist so. Ich brauche ja nur, die Frau Hempel sagt mir, ich habe die und die Bestellung und er sagt mir dann, hat sie dann und dann bestellt, sie hat das und das bestellt. Ich brauche das ja nur als Text, ich muss ja die Bestellung nicht sehen. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Das sind Ansätze, aber... Das sind spannende Zeiten, in denen wir leben, mein Lieber. Ja. Ich meine, ja. Und ich darf das Ganze... Wir beide haben schon einiges erlebt. Das ganze Thema darf ich seit 25 Jahren bei uns begleiten. Ja. Wenn du die ersten Ansätze siehst, wo man schon stolz war, dass man ein Dokument aufgrund von Eigenschaften sich anzeigen konnte, ein bisschen granulieren konnte, ein bisschen sortieren konnte und dann schnell anzeigen. Das war damals der absolut gute Weg. Ja. Und heute sind das völlig andere Ansätze, die viel, viel spannender sind. Ja. Die Technologie gibt es her, die Rechner geben es her. Hättest du dir vor 20 Jahren nicht gedacht, was man da heute machen kann, dass die Antwortzeiten so fix sind und so. Ja. Michael, das war ein ganz spannender Einblick. Insgesamt, die ganze Miniserie hat mir super gut gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Gerne. War super. Ich hoffe, dass wir das irgendwann nochmal wieder Das holen schaffen wir. und einfach mal nochmal so eine Miniserie machen. Ja. Ja, und ich freue mich, dass ihr alle 3 Mal so reichlich dabei seid. Ein paar Fragen hätte ich mir gewünscht fürs nächste Mal. Vielleicht hatten die auch Weihnachtsfeier. Das war einfach aus Rücksicht. Nein, das ist halt häufig so. Ich glaube, wir haben aber eine ganze Menge Fragen, die gar keiner gestellt hat und die gar keiner auf dem Zettel hat, heute beantwortet. Ja. Ja, und das ist ja auch was. Genau. Ne? Lieben Dank an euch alle. Dankeschön. Und ich hoffe, dass wir mal wieder so ein Live-Event machen. Das waren unsere ersten 3 Live-Events, alle 3 mit Michael. Tolleren Partner hätte ich mir nicht wünschen können. Dankeschön. Komm gut nach Hause. Ne? Jo. Danke dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.